Ich bin in Porto angekommen. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks. So, Leute. Cool. Wie schaut's aus? Wollt ihr noch ein YouTube-Video? I gotta get some fucking friends. Die Reise beginnt. Bild und Ton für das perfekte Fernweh. Urlaubsideen gut genug zum Mitschreiben. Hier ist sie. Hier ist Porto Lena. Viel Spaß! Hier, Porto Lena hier, hallo. Ich bin jetzt hier am Ostbahnhof. Der Bahnhof nennt sich Orient. Das ist hier beim Gelände, was mal von der Expo in 1998 war. Das heißt heutzutage Parc das Nações. Ist auf jeden Fall ein Spaziergang wert, hier mal entlang zu laufen. Das ist alles sehr modern und man kann direkt am Tejo entlang laufen. Und ich mache jetzt einen Wochenendausflug nach Porto. Und zwar kann man super einfach von dem Ostbahnhof aus hier in 3 Stunden mit dem Zug nach Porto fahren. Ich habe jetzt ganz spontan ein Ticket gebucht. Das hat ca. 30 € gekostet. Das heißt, wenn man früh schaut, kriegt man auch was Günstigeres. Und man kann natürlich auch mit dem Bus fahren, das ist immer noch günstiger. Und sonst natürlich einfach ein Auto mieten, wobei man hier in Portugal Mautgebühr zahlt und die Spritpreise relativ hoch sind. So, let's go, Porto, ich komme. Ich bin jetzt in Porto angekommen, 300 Kilometer nördlich von Lissabon. Wie gesagt, die Zugfahrt war ca. 3 Stunden und wie ihr sehen könnt, hier ist ein bisschen regnerisch und grau, aber das ist eigentlich typisch für Porto. Hier gibt es leider nicht so viele sonnige Tage wie in Lissabon, aber es ist trotzdem sehr schön. Ich bin jetzt beim Praça de Carlos Alberto in der Nähe von der Livraria Lello. Das ist jetzt unser erster Stopp und zwar wollen wir in die Bibliothek gehen. Porto liegt am Atlantik und hier mündet der Fluss Douro. Und Porto ist auch, zählt zu einer der größten Städte hier in Portugal. Und ja, wir gehen jetzt mal los. Ich bin jetzt hier vor dem Torre dos Clérigos in Porto und das hat hier den größten Kirchturm in ganz Portugal. Das wurde zwischen 1732 und 1750 erbaut und man zahlt momentan 6 €, um da hochzulaufen und hat eine super schöne Aussicht über Porto. Ich habe leider nicht so viel gesehen, weil es heute ein bisschen grau-regnerisch ist, aber an einem schönen sonnigen Tag auf jeden Fall zu empfehlen. Man läuft so circa 200 Stufen hoch. Sie erkundet Portugal. Porto Lena. Ich stehe hier vor der Ponte Dom Luís. Das ist hier die Fachwerk-Bogenbrücke in Porto. Die ist in der Altstadt von Porto und gehört jetzt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die ist nach dem damaligen portugiesischen König Dom Luís benannt und der hat die am 31. Oktober 1881 dann auch eingeweiht. Und man kann diese Brücke zu Fuß überqueren, aber auch mit der Art Metro-Tram-Zug. Und dann kommt man auf die andere Seite, Vila Nova da Gaia. Wenn man in Porto ist, muss man auf jeden Fall eine Weintour machen. Ich bin jetzt hier bei Sandeman gewesen. Die Tour hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man bekommt eine Führung durch den Weinkeller, die erklären, wie die Weine hergestellt werden. Und am Ende hat man ein Wine-Tasting. Für Weinliebhaber ist es auf jeden Fall toll. Und es wird genau erklärt, was der Unterschied ist für einen Portwein. Und wie ihr hier seht, das Symbol von Sandeman, haben die erklärt, dass der Hut ist sozusagen das spanische Symbol und dieser schwarze Mantel ist von den portugiesischen Studenten, also portugiesische Studenten aus der Universität in Coimbra, da kommt es ursprünglich her, die tragen immer diesen schwarzen Kittel und das hat sich dann übertragen auch auf andere Universitäten hier, ist hier ganz typisch. Und ja, es war ziemlich viel Information über Wein. Ich kenne mich nicht so gut aus. Am Ende durfte ich 3 verschiedene Portweine ausprobieren. Und was ich halt super spannend fand, war, dass wenn Wein zum Beispiel 20 Jahre alt ist, hat man nicht Wein, der 20 Jahre alt ist, sondern es wird ein Wein gemischt von jüngeren und älteren Weinen, um eben das zu kreieren, dass es im Durchschnitt 20 Jahre alt ist. Und sie hat es verglichen mit einem Parfüm, dass man quasi eine Formula erstellt, woran man das immer wieder kreieren kann. Und deshalb geht es nur, indem man das mixt mit einer bestimmten Formel sozusagen. Ja, hier gibt es über 9 verschiedene Weinkeller, wo man Touren machen kann. Ich habe jetzt einfach mal Sandmann ausprobiert und ihr könnt euch ja selbst mal ein Bild machen, wenn ihr hierher kommt.
but you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. Tag 1 von meinem Wochenendtrip hier in Porto. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier vor dem Douro, dem Fluss. Hinter mir seht ihr die Ponte Dom Luís. Ich war vorhin beim Wine-Tasting bei Sandeman, dann war ich auf dem Glockenturm oben, bin ein bisschen durch die Altstadt gelaufen, an der Ribeira am Fluss entlang. Weil es leider ein bisschen regnerisch war, habe ich mich kurz verkrochen, um mich auszuruhen. Und jetzt gehe ich mal los. Ich habe nämlich richtig Hunger und schau mal, was es hier an Restaurants und Bars so gibt. Kommt mit! How easily a life can be torn apart. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep. Hola, bon dia, Portolena hier, Tag 2 in Porto. Heute ist das Wetter ein bisschen besser, die Sonne kommt ein bisschen raus, hat aufgehört zu regnen. Und jetzt bin ich hier in den Gärten, die nennen sich Jardins do Palácio do Cristal. The climb we did was unreal. You made me so speechless. I just can't believe it. You broke the coldness. Sie erkundet Portugal. Portolena. I was my own enemy, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, Portolena am Start. in your arms of gold. I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Oh, yeah. Felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Die Sonne ist jetzt da und ich habe gerade den neuen Spot hier entdeckt, der heißt Wow, World of Wine. Und hier gibt es Museen, Restaurants und Bars und anscheinend auch einiges zu Wein. Und das werde ich jetzt mir mal anschauen. Guck mal. So lustig. Ich bin jetzt hier im Baumuseum und dachte, ich schau mir die Bridge Collection an. Habe gedacht, in Porto gibt es 6 Brücken, dann kann man sich bestimmt anschauen, wie die gebaut wurden und da wird was darüber erzählt. Und stattdessen, The Bridge Collection heißt alles Gläser von überall von der Welt, was für Gläser früher verwendet wurden, wie die hergestellt wurden. These kids don't play. Get dressed up for the night at the break of dawn. No eat, love, pray. Take a suicide joyride just to prove you wrong. With the blackout night clouds rolling along.
They look insane. Got the devil in the eyes, so you better not tell your mama. Sie erkundet Portugal. Portulena. Portulena am Start. This way. Locked up in our dreams and we're paying the price. So I just get on my knees and pray. Yeah, we're sucking up the melted ice, suffering and pain. Hola, bom dia, Portulena hier. Nach einem schönen Wochenende in Porto bin ich wieder in Lissabon. Ich wollte euch gerne ein bisschen erzählen, was mir gut gefallen hat und was zu empfehlen ist. Also was mich richtig begeistert hat, war die Ausstellung oder dieses Gebäude Wow, World of Wine. Da kann man quasi verschiedene Experiences buchen. Also es gibt zum Beispiel eine Ausstellung über die Geschichte Portos, die habe ich mir angeschaut, die war der Wahnsinn. Richtig interaktiv gestaltet. Also erstmal liest man was über die Geschichte von Porto, dann schaut man kleine Filme, dann gibt es richtig so eine aufgebaute Tram, in die man reinläuft. Es gibt viel zum auch Anfassen und Mitmachen sozusagen. Und alles ist komplett modern und neu. Es gibt dann auch sozusagen eine Experience über Wein, eine über Schokolade und noch viele weitere. Und das ist eben angesiedelt auf der anderen Seite von Porto, also wenn man den Douro überquert in Vila Nova da Gaia. Deshalb hat man auch eine super Aussicht über Porto. Und da gibt es eben so Bars, Restaurants und eben diese Ausstellung. Also das kann ich nur empfehlen. Es ist etwas teuer, also man hat jetzt so einen Preis von ca. 13 € für eine Erfahrung, aber es lohnt sich total. Was mir sonst auch sehr gut gefallen hat, ist das Nachtleben in Porto. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt ganz viele kleine Bars mit toller Musik, mit super Deko und auch alle sehr nah beieinander. Was mich nicht so umgehauen hat, war die Seilbahn. Also schon ganz nett, aber die Fahrt ist halt relativ kurz. Und ich war auf dem Glockenturm oben, auf dem Torre Clergio. An dem Tag war es leider etwas verregnet, das sieht man dann nicht so viel. Also das würde ich nur empfehlen an einem sonnigen Tag. Da hat man dann wirklich einen schönen Blick über Porto. Wenn es nicht so sonnig ist, würde ich sagen, lohnt sich nicht unbedingt. Wenn ihr gerne in die berühmte Bibliothek Livraria Lello wollt, dann müsst ihr ganz, ganz früh los, weil ich bin leider nicht reingegangen, weil als ich dort war, da war schon eine Riesenschlange und dann habe ich mir gedacht, nee, ich will jetzt nicht an einem Wochenende die Zeit in der Schlange verbringen. Ja, also Porto lohnt sich auf jeden Fall, ist wirklich toll, kann man easy machen. Portulena am Start. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like und folgt meinem Kanal und vielleicht konnte ich ein bisschen meine Leidenschaft für Portugal mit euch teilen. Bis bald, até logo, ciao! Portulena am Start.